sehe für dich in der Firma keine Zukunft. Wenn mein Vater denkt, dass ich auf einen Posten seiner Firma angewiesen bin, dann ist er sich gewaltig. Für unsere Pläne wäre es aber außerordentlich förderlich. Degenhardt, zieh dich warm an. Die Uhr tickt. Consuela! Hannes. Meinst du, er hat irgendwas rausgekriegt? Er wollte es zumindest versuchen. Hey. Hallo. Und? Nichts. Und ich werde wahrscheinlich auch keine Gelegenheit mehr haben, etwas rauszukriegen. Adrian hat mich erwischt, als ich mich in seinen Laptop einloggen wollte. Scheiße. Was? Trotzdem vielen Dank. Du hast immerhin deinen Job riskiert. Ich will ja selbst wissen, was Sache ist. Aber so langsam glaube ich, dass er nichts mit Hannes Verschwinden zu tun hat. Ja, aber Moment mal, was ist dann mit diesem ominösen Anruf? Solange wir noch ein Fünkchen Hoffnung haben, dass Hannes am Leben ist. Bislang sind das alles reine Vermutungen. Ja, und was ist, wenn es stimmt? Hast du eigentlich eine Ahnung, was das für Ansgar bedeutet? Ansgar ist nicht mehr er selbst, seitdem Hannes weg ist. Und Nathalie hat sich die Schuld an Hannes Tod gegeben. Und dann aus Verzweiflung angefangen zu trinken. Was hast du vor? Weißt du noch, wie der Beamte hieß, der damals die Suche nach Hannes geleitet hat? Carla, stopp. Was willst du denen erzählen? Wir haben keinerlei Beweise. Ja, darum soll sich die Polizei kümmern. Dafür sind sie schließlich da. Die können ihn höchstens befragen. Glaubst du nicht, dass er irgendetwas zugibt? Chef, ich bin dann mal kurz weg. Pizza oder vielleicht mal was mit Vitaminen? Raus. Also Pizza Diavolo. Mi cabeza, me duele la cabeza. Cállate, por favor. Pobre. Degenhardt? Adrian, wo ist mein Sohn? Tanja? Was ist bei dir los? Sag mir auf der Stelle, was du mit Hannes gemacht hast. Wie? Was soll ich denn mit deinem Sohn gemacht haben? Tu nicht so verdammt nochmal, er ist entführt worden. Ach, hat sie sich hier nur versteckt? Du weißt doch, Kinder in dem Alter. Und ganz nebenbei hat er vorher sein Kindermädchen niedergeschlagen. Was? Was erzählst du da? Das ist ja schrecklich. Sag mir jetzt auf der Stelle, wo Hannes ist. Und wage es nicht, mich anzulügen. Das willst du etwa behaupten, ich hätte deinen Kleinen? Außer dir weiß niemand, dass wir in Montevideo sind. Doch. Sebastian. Ich dachte, den hättest du im Griff. Ja, aber er ist natürlich ab und zu allein in meinem Büro. Da hat er natürlich auch Zugang zu meinem Laptop. Auf dem du meine E-Mails hoffentlich sofort nach Empfang löscht? Sag mal, wie oft habe ich dir gesagt, dass niemand auch den kleinsten Hinweis auf mich finden darf, du Idiot? Hey, keine Hysterie, das können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Beruhige dich. Okay. Dieser Sebastian, wieso hat er Interesse an meinem Sohn? Will er mich erpressen? Braucht er Geld? Zahlst du ihm nicht genug? Ist denn bei dir schon zu holen? Er kann aber Ansgar mehr abstauben. Wenn er die Informationen an Ansgar verkauft hat. Wenn Ansgar Hannes entführt hat, dann weiß er auch, dass mein Selbstmord damals fingiert war. Sag mal, Adrian, was läuft hier? Ich weiß es auch nicht, aber ich krieg's raus. Verlass dich auf mich. Das will ich für dich hoffen. Soll ich Ihnen einen Tisch reservieren, Graf Lahnstein? Erwarten Sie doch hier unten. Ja, den Weihnachtsmann. Ja, die Adventszeit kann einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Vor allem an Heiligabend. Wie ich Sie einschätze, waren Sie bestimmt als Kind jedes Jahr enttäuscht, wenn Sie Ihre Geschenke ausgepackt haben. Wer sich mit Kleinigkeiten zufrieden gibt, der kommt nicht weit im Leben. Dann hoffe ich, dass Sie damit weiterkommen.
Allerdings ist mir immer noch nicht klar, wie Sie das anstellen wollen. Ohne Position in der Lahnstein Holding können Sie doch gar nicht agieren. Das karrieregeile Miststück glaubt tatsächlich, sie können mich ausmanövrieren. Von wem reden Sie? Meine Stiefmutter. Eine ehemalige Kosmetikverkäuferin, die sich hochgeschlafen hat. Und Ihr Vater vertraut ihr mehr als seinem Sohn? Romantische Gefühle im Alter. Wenn es nicht so erbärmlich wäre, könnte man glatt Mitleid haben. Ein Romantiker war Adrian nie, eher ein Jäger, auch im Bett. Bitte, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Auf alle Fälle wird er es mir büßen. Zunächst mal werde ich dieses Projekt meinem Vater schmackhaft machen, und dann wird Degenhardt alles daran setzen, ihm zuvorzukommen. Es würde mich wundern, wenn er nicht darauf anspringt. Sie können ihm allerdings noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er wird sich ja schon wundern, warum mein Vater ausgerechnet in Babynahrung investieren will. Aha, darauf wollen Sie also hinaus. Hauptsache, Degenhardt merkt nicht, dass seine Gier ihn ins Verderben stürzt. Ich weiß. Wir haben juristisch nichts gegen ihn in der Hand. Danke. Danke. Versteht mich nicht falsch. Ich will Adrian nicht schützen. Das hat auch niemand behauptet. Du weißt, wir sind dir dankbar, dass du uns unterstützt. Wenn Hannes wirklich noch lebt, dann ist Adrian Degenhardt unsere einzige Chance. Oder besser gesagt, das Versprechen, das er mir gegeben hat. Was hat er dir versprochen? Uns zu helfen. Adrian hat mir gestern gesagt, dass er dein Vater ist. War bestimmt nicht leicht für dich, das zu akzeptieren, oder? Wundert dich das etwa? Wir sind nicht besonders gut auf ihn zu sprechen. Seit ich mit ihm zu tun habe, steht mein Leben auf dem Kopf. Für mich war er immer so eine Art Vaterersatz. Nach Vaters Tod hat sich Adrian um uns gekümmert. Da wird er sich was bei gedacht haben. Auch wenn du es nicht glaubst, es ging ihm wirklich nur um uns. Gerade zu Weihnachten, da war Mutter immer völlig fertig. Aber Adrian kam jedes Jahr vorbei, brachte uns Geschenke. Wegen ihm konnten wir überhaupt Weihnachten feiern. Versteh mich bitte nicht falsch, aber das ist schwer vorstellbar. Und jetzt soll er auf einmal ein Kind entführt haben? Pass auf, warum kommst du nicht einfach gleich mit nach Königsbrunn? Zum alljährlichen Christbaum schmücken. Du bist herzlich eingeladen. Danke. Aber nochmal lasse ich mich von eurem Vater nicht vor die Tür setzen. Also für mich kann es an Weihnachten gar nicht kitschig genug sein. Ja, aber das Wichtigste ist doch, dass es Tante Katja gefällt. Ein frohes Fest wünsche ich. Dankeschön. Am meisten würde sie sich bestimmt darüber freuen, wenn wir sie nicht mehr Tante nennen würden. Obwohl, sie ist ja eigentlich unsere Großtante. Ja, aber das sieht man ihr wirklich nicht an. Wenn ich mal Großtante bin, möchte ich auch so aussehen. Ich muss jetzt aber wirklich einen Zahn zulegen. Ich habe noch kein einziges Geschenk. Oh oh, Last-Minute-Shopping. Dann mach's wie Paul. An Heiligabend noch schnell zur Tanke. Da hat er mal ein Packen Einwegfeuerzeuge gekauft, auf denen stand I love Düsseldorf. Die hat er dann unter die Leute gebracht. Ich habe die Lösung. Florian, Anne, Emil, Leo. Ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Willst du über die Feiertage nicht mit nach Flensburg kommen? Ist doch besser als so alleine zu Hause. Ich komme schon klar. Und das mit Leonard, das habe ich schon ganz gut verkraftet. Hey, du weißt doch, wie das ist. Erst denkt man wird wahnsinnig, dann geht's einem langsam wieder besser und irgendwann fragt man sich, warum man sich wegen dem Typen überhaupt verrückt gemacht hat. Oder würdest du heulen, wenn du eine Tasse siehst, wo der Name von Andi draufsteht? Kaufen würde ich ihn nicht gerade. Ich auch nicht. Wo hast du die denn her? Die hat Nico aus Brasilien geschickt. So schade, dass sie dieses Jahr nicht mit uns feiern kann. Was ist eigentlich mit Sebastian? Ich verstehe deine Frage nicht, Carla. Er hat sich von selbst dagegen entschieden. Fröhliche Weihnachten zusammen. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Na, noch ist es ja nicht so weit. Wie geht es euch? Bestens, wow. Pass auf, dass du da nicht reinsegelst. Wieso denn nicht? Da ist ja wenigstens mal Leben in der Hütte. Gibt's was Neues von Jana? Wie geht's ihr denn? Ich weiß es nicht. Sie will mich nicht sehen, verständlicherweise. Sie ist verletzt, aber sie liebt dich und irgendwann wird Der sie... Punsch ist da! Der Punsch ist da! Oh,
danke schön. Friede, Freude, Eierpunsch. Na, wenigstens die Tradition wird hier noch hochgehalten. Ansgar. Kommt, lasst uns anstoßen. Leonard. Zum Glück muss ich nicht mehr stehen. Sarah? Bist du... Gregor und ich erwarten ein Kind. Schöne Bescherung. Seit wann wisst ihr das? Das ist ja fantastisch. Wir bekommen wieder ein Enkelkind. Camilla! Überrascht? Plack? Perplex? Parbleu, such dir was aus? Dass wir uns in diesem Leben wiedersehen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Auf meinem Badezimmerspiegel stand schließlich nur Danke und Tschüss, Adrian. Ja, aber geschrieben mit einem wunderschönen roten Lippenstift, das ist auch schon was. Warum hat das mit uns beiden damals eigentlich nicht geklappt? Weil du auf dieser Weihnachtsfeier in Singapur mit der Kellnerin abgezogen bist. Ah, ja, die! Geile Feier. Ich weiß, du siehst das anders. Vergessen wir das. Ich bin schließlich nicht nach Düsseldorf gekommen, um alte Geschichten aufzuwärmen. Bist du geschäftlich hier? Na, nu sag schon. Du fliegst doch nicht um die halbe Welt, um mir deine Dankbarkeit zu beweisen. Vielleicht jedoch. Vor ein paar Tagen hat mich ein alter Bekannter von dir aufgesucht. Wer? Mr. Wong? Der Buddha von Shanghai? Ist der Dicke immer noch so scharf auf dich? Es war jemand aus Düsseldorf. Er wog zwar nur ein Zehntel von unserem Mr. Wong, dafür war aber nicht so gut zu sprechen auf dich. Ansgar von Lahnstein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich dein Papa gar nicht mehr hergeben wollte. Wir waren gerade auf dem Sprung. Da muss ich die Kleine noch mal wickeln. Davon hat Natalie gesprochen. Den Baum vermisst sie in diesem Jahr ganz besonders. Weihnachten in so einer Klinik. Das nächste Mal ist sie bestimmt wieder dabei. Ja. Sie uns den Punsch wegsäuft und Carlas Kind umbringt. Du bist so widerlich. Natalie hat Hannes geliebt. Das war ein Unfall, das weißt du ganz genau. So wie der Unfall, als sie mit Degenhardt ins Bett gegangen ist? Noch ein Wort über Natalie und ich poliere dir die Fresse. Männer, Peace. Keine Gewalt zum Fest der Liebe, okay? Oder ich lasse den hier fallen. Reißt euch bitte zusammen. Also, schön, wie ihm jetzt vielleicht nach einem Snack zumute ist. Inga hat im Salon etwas für uns vorbereitet. Bitte. Wer bei mir einen so großen Baum kauft, der kriegt immer noch gratis eine Spitze obendrauf. Oh, hier, kleiner Mann. Fröhliche Weihnachten. Wenn Hannes wirklich am Leben wäre. Das wäre ein Wunder. Aber ich würde es Ansgar so sehr wünschen. Erstmal war ich beeindruckt, als er sich mir vorstellte. Ansgar Graf von Lahnstein. Der Name ist schließlich nicht unbekannt. Er hat vor Jahren die Lahnsteinbank in Singapur gegründet, um seinen Alten zu beeindrucken. Misstrauisch wurde ich erst, als er begann, mich nach dir auszufragen. Deswegen habe ich Erkundigung eingezogen. Ja und? Er war vorher bei anderen Geschäftspartnern von dir. Und wie ich hörte, ist er bereit, für Informationen über dich zu zahlen. Drink? Gerne. Gut. So. Der gute Ansgar schnüffelt also in meinem alten Jagdrevier. Womit hast du ihn dir zum Feind gemacht? Bestimmt arbeitest du immer noch nach deiner alten Methode. Bestechung, Insider-Infos und dann die feindliche Übernahme. Immer noch ohne Eis und Wasser, nehme ich an. Okay, du musst mich nicht einweihen. Aber so viel ist sicher, dieser Mann ist hartnäckig. Der geht richtig ran. Ach ja? Ich war kaum gelandet, da hat er mich schon um ein Treffen gebeten. Ja und? Hast du ihn getroffen? Natürlich. Und er hat auch gleich wieder angefangen, mich nach dir auszufragen. Halt dich lieber fern von dem Kerl. Entspann dich. Ich
dachte, das ist ganz nach deinem Sinn. Von mir erfährt er nichts. Aber vielleicht kann ich ihm entlocken, was er gegen dich plant. Die Idee könnte ja glatt von mir stammen. Ein bisschen was habe ich von dir gelernt. Mhm. Gib mir Bescheid, wenn du ihn wieder triffst. Sprich am besten über die Lahnsteinerholding, das ist sein Lieblingsthema. Vielleicht springt ja irgendwas Interessantes für uns raus. So wie früher. Wir waren immer schon ein gutes Team. Morgen, Lisa. Morgen. Auch ein Frühstücksei? Bitte 7 Minuten. Du hast immer noch Schiss vor der Vogelgrippe? Susanne und Jana sind schon auf. Susanne steht noch unter der Dusche und Jana ist schon vor einer halben Stunde los. Jana ist aus dem Haus. Mensch, Opa. Warum heißt Frühschicht wohl Frühschicht? Lisa, du musst nicht immer so frech sein, ja? Sekunde. Jana ist zur Arbeit gegangen? Wohin denn sonst? Ja, sie ist noch krankgeschrieben. Und in der Klinik wird sie Leonhard wohl kaum aus dem Weg gehen können. Das weiß sie selbst. Und so wie sie gestern drauf war, glaube ich, dass sie langsam damit klarkommt. Trotzdem. Jana liebt ihren Job. Dass sie wieder arbeiten geht und sich nicht hängen lässt, ist doch ein gutes Zeichen. Dr. Becker, ich bin wirklich wieder komplett einsatzfähig. Ja, es freut mich, dass Sie sich so schnell wieder erholt haben, aber ich denke, Sie sollten es nicht übertreiben, oder? Schwester Bettina ist in den Weihnachtsferien. Und die neue Lernschwester kann auch erst mal nur mitlaufen. Ich habe gerade meine Prüfung bestanden. Ich möchte auch zeigen, dass ich sie zurecht bestanden habe. Dr. Becker, bitte zur P3. Dr. Becker, bitte. Wir gehen die Schichten dann später durch, ja? Jana. Ich muss dann auch los. Jana, warte bitte. Was willst du? Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so schnell wieder arbeiten willst. Das ist doch bestimmt nicht leicht für dich. Ich meine, hier mit mir zusammenzuarbeiten. Der Mann, den ich geheiratet habe, ist zufällig mein Chef. Damit muss ich jetzt klarkommen. Also wenn du möchtest, dann rede ich noch mal mit Dr. Becker. Vielleicht kann er dich in eine andere Abteilung versetzen. Willst du mich loswerden? Wenn du meinen Anblick nicht erträgst, vielleicht solltest du dich dann versetzen lassen. Jana, ich bitte dich, so war das nicht gemeint. Wie dann? Dass sich alles wieder nur um dich dreht? Da habe ich eine Neuigkeit. Mein Leben geht sehr gut ohne dich weiter. Besser als du denkst. Angelo, ich nehme Espresso mit Rührei und Bacon, wenn Sie mir das bitte im Restaurant servieren könnten. Ich sehe nach, ob ein Tisch frei ist. Graf Lahnstein, Ihre Rechnung. Ja. Irgendwas fehlt mir heute. Kein Kommentar von Ihnen? Worüber man nicht reden kann, davon soll man schweigen. Habe ich in Asien gelernt. Das war von Wittgenstein, aber macht ja nichts. Gehen Sie doch ruhig wieder nach Asien. Da gibt es Klöster, in denen man seinen hohlen Kopf auf einen harten Stein bettet. Wieso sind Sie auf einmal wieder so freundlich zu mir? Die letzten Male hat sie noch regelmäßig die Sprache verschlagen. Tja, ich habe ihr mein Herz für Losa. Ach, sagen Sie doch Angelo, Ihr Frühstück ging auf mich. Ja. Von Berneck. Camilla, wie steht's? Ich treffe mich gleich mit Ansgar. Danach melde ich mich bei dir. Viel Spaß. Ciao. Ich bin's. Kleine Planänderung. Der Junge bleibt erstmal, wo er ist. Hören Sie mir ganz genau zu. Also, wir sehen uns dann nächste Woche zur Nachuntersuchung. Ich bin davon überzeugt, die Werte sind dann schon viel besser. Vielen Dank. Keine Ursache. Alles Gute und frohe Weihnachten. Ja. Ist das die Akte von Herrn Hartmann? Mhm. Danke. Was ist denn los?
Na, Gott sei Dank. Lange halte ich diesen sentimentalen Mist hier nicht mehr aus. Ach, verstehe ich nicht. In Shanghai fehlt mir das immer um diese Zeit. Der Geruch von Glühwein. Boah, dieses Zeug ist doch bestenfalls ein Garant für Kopfschmerzen. Degenhardt? Sie ist da. Naja. Jetzt sagen Sie schon, wie der auf das Wiedersehen reagiert. Ganz nach Plan. Erst dachte Adrian, ich mache ihm eine Szene, weil er mich verlassen hat. Dann habe ich ihn eingewickelt. Ah, das heißt, er denkt, Sie sind auf seiner Seite? Und dass ich sie für ihn ausspioniere. Ah, prächtig. Dann müssen wir jetzt bloß noch suggerieren, dass er der Lahnstein Holding einen Millionendeal wegschnappen kann. Schon. Vorausgesetzt, der Vater steigt überhaupt in die Verhandlungen ein. Das wird er. Verlassen Sie sich drauf. Ich habe schon dafür gesorgt, dass seine Frau ihn auf das Geschäft aufmerksam macht. Kannst du das bitte durchsehen, wenn du Zeit hast? Ja, natürlich. Mit den Bilanzen bin ich sowieso gleich fertig. Die sich seit einiger Zeit recht erfreulich lesen. Oh, damit lassen sie sich eventuell noch steigern. Also das meint auch Herr Brockmann, der das an mich weitergeleitet hat. Babynahrung? Du meinst wirklich, das passt in unser Portfolio? Die stehen kurz davor, mit einem ganz neuen Konzept auf den Markt zu gehen. Und zwar mit einem Produkt, das alles auf dem Markt Vorhandene in den Schatten stellt. Also das sagen die Umfragen und die Tests. Und warum, meine Liebe, stoßen Sie die Firma dann ausgerechnet jetzt ab? Tja, offenbar waren die Entwicklungskosten exorbitant. Ihnen sind die finanziellen Mittel ausgegangen. Ich verstehe, wie dumm für Sie. Also durchaus eine Investition, die sich für uns lohnen könnte. Das würde natürlich eine Marktanalyse ergeben, die ich selbstverständlich vorher in Auftrag geben würde. Dann mach das, mein Schatz. Nichts lieber als das. Es ist doch ganz normal, dass dich das auch mitnimmt. Wir arbeiten zusammen und wir sehen uns jeden Tag. Ja, das auch, aber es sind dann noch ein paar andere Dinge passiert. Irgendwas mit deiner Familie? Versprichst du mir, es für dich zu behalten? Ja, sicher. Es könnte sein, dass Hannes noch lebt. Was? Wie denn das jetzt so plötzlich? Ja, Moment, es ist nur sowas wie ein Verdacht. Es gibt vielleicht einen Hinweis darauf, dass er entführt worden ist. Und zwar von Degenhardt. Oder zumindest in dessen Auftrag. Mein Gott. Ja, und genau das macht mich hier gerade wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt. Ich kann hier einfach nur sitzen und warten und hoffen und... Du musst nur ganz fest daran glauben. Wenn Hannes wirklich noch lebt, dann werdet ihr ihn schon finden. Wieso rufst du nicht an? Ja, Hast du inzwischen was rausgefunden? über Sebastian komme ich nicht weiter. Der scheint nie mit Ansgar in Verbindung zu stehen. Das kann nicht sein. Er ist der Einzige außer dir, der von Hannes und mir weiß. Was soll ich machen? Irgendwas aus ihm rausprügeln? Wenn es sein muss, ja. Der Junge hat nichts mit der Sache zu tun. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich habe keine Lösegeldforderung bekommen, also muss Ansgar dahinter stecken. Der hätte den Jungen schon längst der Presse vorgeführt. Das darf nicht passieren, hörst du? Ich bin offiziell für tot erklärt. Ich kann nicht einfach zurück nach Deutschland. Ich finde den Jungen vorher, verlass dich drauf. Das will ich dir auch raten. Du bist schuld, dass er verschwunden ist, also bring ihn mir zurück. Ja Gott, ich tue, was ich kann. Und warum merke ich nichts davon? Bisher kriegst du überhaupt nichts auf die Reihe. Wenn du mich weiter anflammst, dann beende ich das Gespräch. Das wagst du nicht, du Dreckskerl. Adrian? Adrian! Dann bis bald, Sie Weihnachtsmuffel. Ja, wir sprechen uns. Hannes?
Hannes?